Ja, we had a dream. Mountainbiken ist Freiheit. An amazing performance for him. Das Gewinnen ist das Schönste, was es gibt. Machen ist wie wollen, nur viel krasser. Wir hatten das Ziel, dass wir die erste Sportfirma sein möchten, die im Winter und im Sommer Olympiamedaillen gewinnt. Und nicht nur, weil sie vielleicht den Schuhbändel oder den Schürbändel herstellt, sondern weil sie wirklich relevante Produkte hat. Ich kann mich noch so an viele Sachen erinnern, die am ganz am Anfang gestartet sind. Zuerst haben wir überhaupt ein richtiges Velo, das man brauchen kann. Und das war eine total spannende Zeit. Wir mussten wirklich von nichts weg starten. Ich persönlich hatte eine grosse Passion für das Ganze, aber no Ahnung. Das Team Stöckli dort war mit dem Matthias und der Jolanda ein sehr erfolgreiches Team mit zwei der besten Sportler. Sie haben einen neuen Teammanager gesucht. Und nachdem er seine Karriere beendet hat, haben wir das Gespräch wieder gesucht und haben gesagt, Ralf, you're the man, let's go for it. Es war wie ein Traum, oder? Ich gebe mir ins Karriereende bekannt und 2 Wochen später habe ich eigentlich ein fertiges Angebot auf dem Tisch. Der Matt hat Vollgas mitgemacht, Jolanda hat Vollgas mitgemacht, das Team hat Vollgas mitgemacht. Der Bruno war zwar nicht mehr integriert, aber er hat trotzdem mitgeholfen, dass alles gut funktioniert. Er war in dieser Zeit der Nationaltrainer. Und der Ralf hat einfach gemacht und gearbeitet. Und das ist Ralf seine Handschrift, die immer noch gleich ist, agil, schnell, mit einer extrem grossen Passion. Und ja, ihn damals schon genau so erlebt. Also sicher wollte ich etwas im Sport zurückgeben, den Menschen im Sport, aber auch den Fahrern, die eine Chance gesucht haben, gerade in der Schweiz. Es hat zu wenig, früher hat es einfach nur internationale Top-Teams gegeben und es hat einfach zu wenig Plätze für die guten Schweizer Fahrer. Für mich war klar, wenn wir das machen, machen wir das nicht, um einfach zusammen an die Weltcuprennen gehen und ein bisschen schöne Orte bereisen, sondern dann möchte ich auch sportlichen Erfolg. Und das ist meine Passion. Für mich ist das nicht irgendwie zu streng oder zu viel. Ich gebe einfach alles, bis es irgendwie klappt. Seriosität auf einer Seite. Wir können alles geben für etwas. Und das verlange ich auch von meinen Athleten, von meinen Leuten, die bei uns arbeiten. Auf jeder Position. Aber auf der anderen Seite auch, dass wir zusammen Lebensfreude haben und dass wir zusammen auch Spass haben im Ganzen, in dem, was wir machen. Wir arbeiten zusammen, wir leiden zusammen, wir schwitzen zusammen, wir geben alles. Aber wir haben es gleich, wenn es zulässt, können wir das Ganze auch mit einer gewissen Lockerheit anschauen und zusammen irgendwo so ein bisschen Freude im Leben haben. Also mit dem Ralf habe ich angefangen als Trainer und dann schlussendlich ist er noch in mein Team gekommen. Und das war gegen eine offene Diskussion, also nicht die Hierarchie oder da ist der Chef und so. Und das ist etwas, was ich beim Ralf auch extrem schätze. Es ist eine Zusammenarbeit, zusammen ein Projekt entwickeln und machen und das ist immer noch so. Klar gibt es klare Linien, die es braucht, aber das merken wir nicht, ist da für die Athleten und die Athletinnen. Zum Beispiel im ersten Jahr, als wir auf den Weltcup gekommen sind, im Stöckli-Zelt war Party. Beim Ralf im Zelt, da trifft man sich, da gibt es einen Aperol Spritz. Open End manchmal ist es seriös zu und her gegangen, um 11 wieder ins Bett, aber es hat natürlich auch Momente gegeben, wo man dann halt aber miteinander einen längeren, coolen Abend hatte. Ich habe es glaube schon mal gesagt, vieles ist Glück, vieles ist Zufall. Und genau gleich ist es auch bei diesem Team. Ich weiß noch, wie es gestern war, wo der René Walker hat gesagt, komm, wir können doch mal mit dem Ralf Neff reden. Ich habe gehört, der ist der Sponsor, vor allem den, der Stöckli sich orientiert hat, nicht mehr im Velobereich, sondern nur im Skibereich. Die sind jetzt ein Schweizer Velomarker hier und haben keinen Sponsor. Sie sind sich am Auflösen, wenn wir nicht mal zusammenhocken. Und dann habe ich gesagt,
Ich helfe gerne mit, weil das eine Herzensangelegenheit ist, weil ich das Potenzial von Ralf und Matt und Alessandra habe gesagt, ich mache das 1 Jahr Maximum, bis wir einen neuen Sponsor haben oder einen größeren Partner, der das dann kann weiterführen kann, helfen wir da mit. Und mittlerweile wissen wir, es ist, glaube ich, die 8., 9. oder die 10. Saison, ich weiß gar nicht genau. Ja, jetzt im Nachhinein, wir waren natürlich naiv, wir waren blauäugig, wir haben viele Fehler gemacht. Machen ist wie wollen, nur viel krasser finde ich, der passt schon sehr gut zu uns. Ja, was soll ich sagen? Gut. Ich bin der Matthias Flückiger, Mountainbike-Profi im Stöckli-Brot-Team. So this is normally when you have it on the inner changing. Wie wir wissen, der Ralf war selber ein Profi und wir waren auch lange Konkurrenten. Und das erste richtige Erlebnis war für mich 2006. Wir sind ja die Weltmeisterschaft auf Neuseeland gereist. Und dann bin ich mit dem Ralf und mit dem Frischi zusammen von der Schweiz nach Neuseeland gereist. Ich weiss noch, als ich am Flughafen bin, war wirklich so mässig nervös, als ich sie getroffen habe. Und das war für mich so einschneidend im Positiven und so motivierend, mit diesen beiden unterwegs zu sein. Im 2016 war der erste Kontakt, den ich mit dem Ralf hatte. Ich war im 2. Jahr U23 und ein auf der Suche nach einem Team, in dem Sinne Profiteam. Und das ist eigentlich das, an was ich mich als erstes erinnere. Der Ralf ist sicher eine von den Persönlichkeiten, die mich am meisten geprägt haben. Er hat von Anfang an eigentlich an mein Potenzial geglaubt. Und noch viel mehr daran geglaubt, wo halt 2, 3 Jahre gekommen sind, die nicht nach Plan gelaufen sind. Ich glaube nicht, dass er einfach irgendwo eingestiegen wäre, sondern er hat sich sehr wohl überlegt, dass er diesen Schritt gehen kann. Und das war mega cool. Ich würde schon sagen, er hat von Anfang an eigentlich an das geglaubt, an uns geglaubt. Ja, also es ist sicher eine sehr starke Beziehung, das kann man definitiv so sagen. Wie gesagt, sind wir nicht nur einfach beruflich miteinander unterwegs und haben viel zusammen erreichen, sondern ja, da kann man wirklich von einer Freundschaft reden. Wenn wir nicht so eine enge Zusammenarbeit hätten oder Beziehung, hätte es auch nicht 10 Jahre gehabt. Und ich glaube fest daran, dass noch, oder weiss es, dass noch, solange dass ich schon nur im Spitzensport wird unterwegs sein, dass ich mit ihm zusammenarbeiten werde. Meine ersten Erinnerungen an das Stöckli-Team sind extrem professionell. Es war von Anfang an sehr familiär. Wir haben alle die gleiche Sprache geredet. Ich durfte von ihrem Wissen lernen und sehr viel profitieren. Und ja, das war etwas, das mich schon von Anfang an geformt hat. Und ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt. Die Strukturen und wie wir es leben, ist natürlich komplett schweizerisch. Und das ist das, was es ausmacht. Da fühlen wir uns daheim. Und das ist das, was es einzigartig macht, würde ich sagen, in dieser Konstellation. Und wo wir schon ein bisschen weit so bewahren wollen. Ich glaube, das Machen ist etwas vom Wichtigsten. Und Machen heisst auch Fehler machen. Und man darf Fehler machen, dass man Sachen in den Sand setzen und schlussendlich bringe ich ihm nur, oder primär Misserfolge weiter und nicht einfach Erfolge. Die Entwicklung kontinuierlich war nie bold, nie mit der grossen Kau angerührt, sondern immer mit Qualität. Dass der Ralf aber insbesondere, und das tue mich fast noch am grössten und am beeindruckendsten, im Erfolg mit seinen Topfahrern eben auch sicherstellt, dass er hinten dran ein Nachwuchsteam hat und dem Sport und der Schweiz, wo etwas zurückgeht.
Das zeigt für mich die Visionärskraft und die Weitsichtigkeit. Und ich glaube, mitunter ein grosser Ursprung, dass die Schweiz so eine Mountainbike-Nation ist. Ich glaube, ich bin nicht ein Trendforscher. Ich bin nicht einer, der einfach die Vision hat und sagt, die tun wir jetzt umsetzen. Was ich immer das Glück habe und auch mein grosses Privileg und eine grosse Dankbarkeit habe, ist, dass ich mit ganz vielen Menschen das entwickeln darf. Ich bin nicht alleine, der das macht. Schlussendlich, und das ist vielleicht das Wichtigste, das Velo ist ein Brückenbauer. Das Velo bringt Menschen zusammen, das Velo ist ein Innovationstreiber und das Velo hat ein riesiges Potenzial in Zukunft. Und das sehe nicht nur ich, das sehen ganz viele Leute, die da mithelfen. Und ich glaube, aus diesem Bereich heraus entstehen Innovationen, aus diesem Antrieb heraus entstehen schlussendlich auch Problemlösungen oder kurz gesagt einfach die besten oder eine der besten Produkte auf der Welt. Das ist nicht ein Projekt, das ich einfach auf die Beine gestellt habe und allein durchgezogen, sondern da sind von den Fahrern rüber ganz viele Menschen im Hintergrund. Hat's da gehabt, wo einfach alle mir geholfen haben und uns geholfen haben. Und das hat eigentlich geholfen, dass das Ganze dann auch noch professioneller, noch besser geworden ist und noch mehr wachsen konnte. Schlussendlich ist man nur so gut wie das ganze Team, das drum ist. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man das Team zusammenbringt. Und das ist in den letzten 10 Jahren oder 9 Jahren, wo wir das Team haben, extrem entwickelt worden. Der Drang zum Gewinnen, mit Spass, mit Schweiß, mit schlussendlich ganz, ganz viel Herzblut. Es ist alles möglich, wenn man daran glaubt und wenn man überzeugt ist davon.